Sie kennen es sicher alle. Das Goldvreneli. Beliebt zum Verschenken zum Geburtstag, Erstkommunion, Firmung und zu Hochzeiten. Aber wussten Sie, dass es auch eine 10 und eine 100 Franken Version davon gibt? War Ihnen bekannt, dass sogar einmal Vrenelis aus Schweizer Gold hergestellt wurden? Erfahren Sie in diesem Video mehr über die beliebte Schweizer Münze. Als der Bundesstaat Schweiz 1850 seine ersten Münzen prägte, waren dies ausschließlich Silbermünzen. Ab 1865 war die Schweiz Mitglied der Lateinischen Münzunion, was den Franken auf 4,5 Gramm Silber oder 0,29 Gramm Gold festlegte. Trotzdem wurde erst 1883 das 20-Franken-Stück mit der Goldmünze Helvetia eingeführt. Die Goldmünze Helvetia ist die direkte Vorgängerin des Goldvrenelis. 1895 wurde vom Bundesrat beschlossen, dem 20-Franken-Stück ein neues Aussehen zu verleihen. Aus mehreren Entwürfen wurde nach einer Überarbeitung derjenige von Fritz Landry ausgewählt. Aus heutiger Sicht ist dabei die Diskussion um eine frivole Stirnlocke eines der Entwürfe amüsant. Das Vreneli wurde danach von 1897 bis 1935 bzw. 1947 geprägt. Somit überdauerte das Goldvreneli die lateinische Münzunion um gute 30 Jahre. Diese hörte schon 1910 auf zu existieren. Als Folge der Weltwirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren werteten alle großen Handelsmächte ihre Währung ab. Das bedeutete, dass in den Ländern der Lateinischen Münzunion eine Währungseinheit nicht mehr wie vor der Abwertung gegen 0,29 Gramm Gold getauscht werden konnte, sondern dass man eben weniger Gold dafür bekam. Der starke Franken, der nicht abgewertet worden war, stellte die Schweiz vor ähnliche Herausforderungen wie die Abwertung des Euros Anfang des 21. Jahrhunderts. Aus diesem Grund wertete auch die Schweiz direkt nach Frankreich 1936 ihre Währung um 30% ab. Dadurch musste man nun plötzlich 28 Franken zahlen, um das Gold eines Goldvrenelis zu kaufen. So verlor der aufgeprägte Kurswert von 20 Franken jegliche Bedeutung und die Vrenelis wurden fortan nur noch gehortet und zum Goldwert gehandelt. Der Goldwert der Vrenelis übersteigt heute den Kurswert von 20 Franken um mehr als das Zehnfache. Aus diesem Grund wird die Münze auch nicht mehr im Zahlungsverkehr eingesetzt, obwohl sie nie außer Kurs gesetzt wurde. Die Gold-Silber-Ratio, also das Verhältnis zwischen abgebautem Gold und Silber, lag zu der Zeit der Lateinischen Münzunion bei 15,5, während sie heute mit einem Wert um die 70 wesentlich höher liegt. Widmen wir uns nun dem Aussehen des Goldvrenelis. Auf der Vorderseite ist das Haupt einer jungen Frau zu sehen, vor einem Gebirgspanorama. Ihre Haare sind zu einem Zopf geflochten und um den Hals trägt sie einen Kranz aus Edelweiß. Rechts unter ihrer Schulter findet sich der Schriftzug F. Landry, der Name des Künstlers, der die Münze entworfen hat. Aufgrund des jugendlichen Aussehens der Frau bürgerte sich die Bezeichnung Vreneli ein, was eine Verniedlichung des Namens Verena ist. Über dem Kopf thront der Schriftzug Helvetia. Am äußersten Rand findet sich ein Perlenkreis. Die Rückseite zeigt ein Schweizer Wappen, flankiert von 20 Franken. Im Hintergrund ist ein Eichenzweig mit Eicheln zu sehen. Am unteren Rand findet sich die Jahreszahl der Prägung und leicht rechts davon ein B, welches für Bern steht, wo sich die Eidgenössische Münzanstalt befindet. Es gibt Münzen, die links neben 1935 noch ein L aufweisen. Diese wurden 1945, 46 und 47 geschlagen, wurden aber trotzdem mit 1935 geprägt. Auch die Rückseite wird von einem Perlkreis umringt. Der Münzrand ist nicht glatt,
sondern wird von 22 Sternen geziert. Jeder Stern steht für einen Kanton. In der Schweiz wird in den Schulen im Geografieunterricht gelehrt, dass die Schweiz keine Bodenschätze hätte. Diese Aussage ist falsch, da sich auch in den Schweizer Bergen Eisen, Kohle und Gold abbauen ließen. Die Vorkommen sind wohl aber weniger ergiebig und die Arbeitskraft teurer als anderswo. Es lohnt sich also wirtschaftlich nicht mehr, diese Vorkommen auszubeuten. Es gab im Kanton Tessin und im Wallis im 19. Jahrhundert Goldminen. 1897 wurden 29 Goldvreneli aus Gondo-Gold gemünzt. Danach wurde die Goldmine in Gondo in Wallis stillgelegt. Ihre Ruine kann noch heute teilweise besichtigt werden. Das Vreneli wird weiterhin vor allem gehortet. Während bei vielen Anlegern die 1-Unzen-Münzen aus Österreich, USA und Kanada beliebt sind, wird das Vreneli heutzutage gern verschenkt, zu Geburt, Erstkommunion, Hochzeit und anderen Anlässen. Dies hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Goldvreneli rund 5-mal leichter und somit auch wesentlich günstiger ist als eine Unze Gold. Ein großes Problem der Münze ist die große Differenz zwischen Einkauf und Verkauf. Bei einem 20-Franken-Vreneli ist die Differenz ungefähr 1/7, also rund 14%. Während man für solche Abschläge bei Unterhaltungselektronik und Autos ein gewisses Verständnis aufbringen kann, ist dies inakzeptabel für ein Anlageprodukt, welches teilweise vor über 100 Jahren hergestellt wurde und seinen Wert nicht verliert. Das Goldvreneli und andere Anlagemünzen und Barren lassen sich hervorragend auf Premisec mit anderen Anlegern handeln. Nutzen auch Sie diese Möglichkeit.